Wir werden heute mit euch backen. Zweiter Gang, 5 Minuten, auch bei 100 Grad. So sieht jedenfalls das fertige Ergebnis aus. Herzlich willkommen zur neuen Folge Drift Life Unzensiert. Diesmal geht es um diese Dinger. Wir werden die mit euch gemeinsam backen. Ich hoffe, Kameraden, dass wir von diesem Ergebnis zu diesem kommen werden. Warum das Ganze? Hier seht ihr es. Hier noch nicht gut. Der Scheinwerfer, das ist nämlich komplett. Das ist Russenpower. 105 Kilo. Hier seht ihr den Scheinwerfer, den Palak vernichtet hat. So sieht aus. Und so überall alles abgebrochen. Das ist ein Xenon-Scheinwerfer. Das ist ein Halogen-Scheinwerfer. Und wenn ihr so schaut, sieht das Ganze, vor allem wenn man diesen Bereich sich anguckt, identisch aus. Davon bin ich auch ausgegangen. Dann aber bis jetzt Überraschung. Und zwar, wenn ihr diese Linie hier verfolgt, seht ihr hier einen Knick. Und hier ist eine relativ gerade Linie. Heißt, man kann nicht einfach das Glas von einem Halogenscheinwerfer nehmen und das Ganze an Xenon dran machen. Also gibt es jetzt noch die Möglichkeit, explizit das Glas von einem Xenon-Scheinwerfer zu besorgen. Das ist aber ungefähr so wahrscheinlich wie ein 6er im Lotto. Und wenn man doch einen findet, dann kostet das Ganze bis jetzt 500 Euro. Aus dem Grund nehmen wir die zweite Möglichkeit. Und zwar bauen wir den Lexus auf Halogen um. Ihr seht aber, die Optik von dem Halogen ist nicht so geil wie das schwarze vom Xenon oder so wie ich euch den ES200 eben gezeigt habe. Deswegen werden wir das Ganze jetzt aufbacken. Max wird euch jetzt sagen, worauf es eigentlich ankommt. Diese Anleitung, Kameraden, mehr oder weniger, bezieht sich auf alle Toyota Lexus Modelle. Wir garantieren nicht, dass es bei jedem Automobil genauso klappt, aber ich denke, Mehrheit musst du sagen, ja. Mehrheit musst du sagen, Mehrheit wird es sein. Was? Mehrheit wird es sein, musst du sagen. Mehrheit wird. Max ist etwas schüchtern, also Mehrheit sollte auch funktionieren. Die meisten Scheinwerfer bei Toyota zumindest bestehen aus 3 Teilen. Das ist einmal vorne das Glas, das aus Plastik ist im Endeffekt. Dann die Reflektoren, die jetzt hier schon lackiert wurden, wegen aggressiver Optik. Die sehen dann eigentlich so Opa-like aus, so dieses Chrom, halt nicht so cool. Und dann halt das Gehäuse mit den Reflektoren, mit den Leuchtmitteln und alles, wo wir nicht dran gehen müssen. Im Endeffekt sind die verklebt mit einem Kleber, der halt auf Temperatur reagiert. Das heißt, im kalten Zustand ist der Kleber ultra hart. Wenn er warm wird, wird er sehr weich und lässt sich somit halt ablösen. Das heißt, die Scheinwerfer müssen erstmal in den Ofen, 90 bis 100 Grad, ein paar Minuten, je nachdem muss man immer wieder reingucken, ein bisschen ziehen, wieder rein, damit die halt nicht abkühlen. Aber schon mal vorab, einen Tisch stehen haben, alles vorbereitet haben und du hast gesagt Handschuhe. Handschuhe. Zum Werkzeug, was ihr dazu brauchen werdet, sieht folgendermaßen aus. Handschuhe, Flachschraubenzieher, Hebelwerkzeuge, um den Scheinwerfer rauszuhebeln, weil das stellenweise echt schwierig geht. Und als Unterstützung dafür ein Saugnapf von GoPro oder ähnlichem, einfach damit ihr besser ziehen könnt von vorne am Glas, ohne dass ihr da irgendwie mit dem Schraubenzieher da viel zu... Genau, das heißt hier dran saugen und dann halt abziehen. Genau. Cuttermesser ganz wichtig, weil der Kleber, wenn der halt warm wird, wird der ultra wie Kaugummi, macht halt Fäden und die müsst ihr irgendwann abschneiden, sonst habt ihr die nachher überall. Wichtig wäre auch noch, dass ihr hinter dem Scheinwerfer schaut, ob er nur geklebt ist oder... Wie hier beim GS an 3 Stellen verschraubt. Hier, hier und hier. Weil dann müsst ihr die Schrauben vorher lösen, sonst kriegt ihr den nicht auseinander. Beim 200er ist das Ganze einfach hier gesteckt oder geklipst. Beim 300er sieht nämlich folgendermaßen aus. Und hier. Und bevor ihr das Ganze startet, wäre es interessant zu prüfen, ob der Scheinwerfer hineinpasst. Dieser zum Beispiel passt nicht ganz rein, deswegen musste man den Ofen auf etwas mehr oder auf 100 Grad stellen, weil er leicht geöffnet war. Dieser passt exakt rein und wir werden jetzt nämlich mit 90 Grad Hitze probieren. Genau. Warum nicht 80 oder 70, reicht nicht? Nee, reicht nicht. Eher lieber sich langsam rantasten oder direkt auf 90? Nee, das an sich, das Plastik von den Scheinwerfern hält locker 100 Grad aus. Das wird also nicht schmelzen, wenn ihr den auf 100 Grad stellt. Ich würde halt, klar könnt ihr mit 80 anfangen und schauen, wenn ihr den nicht auseinanderkriegt, macht ihr halt 90. Weniger wichtig als die Temperatur ist, dass ihr halt immer wieder den rein tut, dass ihr nicht denkt, einmal reintun, 10 Minuten rausholen und ihr habt das Ding auseinander, sondern man muss den immer wieder reintun, weil das halt etwas zeitraubend ist, weil der Kleber doch relativ schnell wieder abkühlt an manchen Stellen. Ich bin gespannt. Ist auch ganz praktisch. Dann könnt ihr immer so halt gucken, messen, dies, das. Bei den Saugnäpfen ist es gut, wenn man einen hat, der ein bisschen flexibler ist, der sich an die Wölbung von dem Scheinwerfer anpasst, weil einer, der sehr gerade ist, halt nicht genug Spielraum hat und dann hält er nicht am Scheinwerfer.
Also ihr seht, ihr müsst euch ein wenig Zeit lassen. Das Ganze erfordert immer wieder ein Aufbacken, in den Ofen legen, aufwärmen und beim zweiten geht es vielleicht dann schneller. Also zumindest bei Toyota braucht ihr euch nicht um Kleber sorgen, denn ihr habt serienmäßig ausreichend da. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie noch zusätzlichen Kleber kaufen, um das Ganze am Ende zu verkleben. Um das hier zu lackieren, weil das ist hier das Teil, was ihr lackiert. Die Linsen seht ihr bleiben da drin, die fasst ihr nicht an. Am besten gar nicht hier an diese Stellen dran gehen. Ja, den kannst du rausnehmen. Einfach von hinten drücken. Der ist nicht wirklich fest. Geil, das ist ja dann einfach dann. Für alle, die sich nicht entscheiden können, ob matt oder glänzend, so sieht das Ganze zumindest mal auf der Kamera aus. Das hier ist matt ohne Klarlack, das hier ist glänzend mit Klarlack. Also was sagt ihr, matt oder glänzend? Wenn man maximal gutes Ergebnis haben will, sollte man die Blenden anschleifen, dann grundieren und dann richtig lackieren. Aber wir probieren mit euch, was der Max erfolgreich schon probiert hat. Er hat einfach Sprühfolie genommen, zum Beispiel solche. 150 Milliliter sind ausreichend für eine Blende. Das Einzige, was ich hier in der Vorbereitung machen werde, ist einmal mit Druckluft das Ganze abblasen und los geht's. Пиздец. Пиздец. Блять. Also mit dieser Überraschung hat keiner gerechnet. So wie es scheint, Пиздец. Ich wollte den Hersteller eigentlich nicht einblenden, aber manchmal ist das so, Kameraden. Dose sprüht nicht. So sieht aus. Ich könnte kotzen bis jetzt. Foliatec, Kurva, was ist bei euch da los? Und die lässt sich zusammendrücken. Bis jetzt. Kann passieren. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich die Flaschen vor relativ langer Zeit gekauft habe. Ich blende das mal ein. Wann? Super debil, auf Amazon, vielleicht ist es nicht Foliatec schuld. Aber manchmal ist das so im Leben, Kamerad. Jedenfalls kriegen wir jetzt den rechten Scheinwerfer nicht lackiert. Deswegen, Drift Life unzensiert, werden wir mit euch nur den einen backen, aber Prozedere ist bei gleich dasselbe wie bei dem anderen. So sieht jedenfalls das fertige Ergebnis aus. Meiner Meinung nach für ein paar Minuten rumsprühen mehr als in Ordnung. Vor allem wenn man bedenkt, ich habe nichts vorbereitet. Je besser ihr das vorbereitet, umso besser wird das Ergebnis sein. In unserem Fall haben wir einfach Sprühfolie genommen und Foliatec, los geht, drauf geballert. Ihr könnt auch, was wir nicht gemacht haben, eine Folienversiegelung nehmen, dann soll das Ganze noch besser haften. Unterwegs zu Max zum Backen. Jetzt ist kein Geheimnis, mit welcher Folie ich lackiert habe. Folie von Foliatec, und mit den Jungs habe ich gesprochen. Weißt was, das Paket wird nicht so gemacht. Einen Tag später war das Paket da. Schauen wir rein, was die Jungs geschickt haben. Das sind sogar 400 Milliliter Dosen, also eine Dose reicht euch für 2 Scheinwerfer. Das ist Artikel Nummer 2036. Gleich was ich verwendet habe, Schwarz-Glanz. Diese Config hat Foliatec empfohlen, also Schwarz-Glanz mit Versiegler Glanz. Und zum Testen Schwarz-Matt habe ich eine Dose noch, Artikel Nummer 2065. Wichtig ist, wenn ihr matte Folie verwendet, dann müsst ihr auch matten Versiegler nehmen. Bei Glanz natürlich Versiegler für Glanz. Was wir jetzt machen werden, weil es mich interessiert und vielleicht euch, wir werden Schwarz-Glanz mit schwarz glanzendem Versiegler beim rechten Scheinwerfer machen. Das heißt einmal ohne Versiegler und einmal mit und gucken, ob das auf Dauer über die Zeit irgendwas bewirkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Danke an Foliatec schon mal hier. Also was um Kundenservice geht, kann ich euch zumindest mal schon mal Foliatec empfehlen. Und ich muss euch sagen, mein Ergebnis ohne Versiegelung sieht gar nicht mal schlechter aus. Gucken wir, wie das Ganze dann halten wird. Auf geht's zum Backen. Wie ich immer sage, an allem Schlechten gibt es auch immer was Gutes, weil ihr seht jetzt nämlich den Unterschied. So sieht aus, auf jeden Fall Ergebnis vorher, so nachher. Und Statement von Max. Gut. Was war also deine erste, was dir aufgefallen ist? Zu Vergleich Plastikdieb. Achso, warte, lass uns erst den anderen holen. Ja, okay, dann hol andere. Foliatec, einfach unversiegelt, ohne alles, Sprühfolie drauf. Ich finde die Struktur geil, die ist so leicht wie so schuppenartig, gell? So wie ne? Ja, Offroad. Offroad halt so. Ich finde es cool, weil es gibt so eine gewisse Struktur der ganzen Sache und es ist nicht so, wenn ihr glatt lackiert, dann kann man viel mehr Fehler machen. Und selbst der Scheinwerfer, auf den gepisst wurde, ist kein Problem, denn da kann man einfach drüber lackieren und das wird man nicht sehen. Ja, mir ist aufgefallen, dass das Foliatec Schwarz
schwärzer ist als das von Plastidip, außerdem mehr Glanz hat. Das Schwarz von Plastidip ist matter und leicht gräulicher. Man kann das natürlich veredeln, wie hier, mit Klarlack. Aber das ist, Plastidip war matt. Das ist schwarz glänzend von Foliatec. Also die haben, Ja. die haben auch hier sind zumindest mal, die haben wahrscheinlich noch neue dazu bekommen. Und das sind die Nummern von den Farben. Und das ist 20362, also schwarz glänzend, ja? Ach so, ohne Versiegelung. Ja, schwarz-matt hatte ich. So, und das ist schwarz-matt mit Versiegelung. Das heißt, wenn man da jetzt noch Versiegelung drauf machen würde, müsste das eigentlich noch krasser, noch glänzender sein. Ja. Und wichtig ist, was Benjamin, also ich habe Benjamin auch nicht erklärt, nicht gezeigt, was ich eigentlich mache, das wird auch Überraschung für ihn sein, aber er hat gesagt, grundsätzlich, wenn ihr besseres, geileres Ergebnis haben wollt, immer Versiegelung drauf, weil dann ist es nochmal, wie nennt man das, stabiler, härter bis jetzt und kann man sogar... Widerstandsfähiger. Aber, ja, widerstandsfähiger. Aber es ist ein Scheinwerfer drin, also da kommt keiner mehr dran. Keine Ahnung, in Chemie war ich nicht gut, dass dann die Versiegelung das besser dran hält wegen Wärme, was weiß ich, aber werden wir sehen. Wenn scheiße wird, reißen wir das ab und lackieren neu. Oder kaufen einfach Halogenscheinwerfer, weil der kostet vielleicht 1/10 von Xenox. Das Geile ist zumindest mal bei Lexus Scheinwerfern, die könnt ihr einfach so nehmen, hier kommt nirgends dran. Ihr könnt mit der Dose zum Beispiel an diese Stellen da schön reinsprühen noch. Also ich denke, ganz ehrlich, für eine halbe Stunde ist das Ergebnis brutal geil. Und ich sage euch ehrlich, ich bin ein richtig beschissener Lackierer. Ich habe keine Geduld beim Lackieren mit diesem Abkleben, Vorbereiten. Ich hasse es wie die Pest. Aus dem Grund habe ich mich eben auch für Sprühfolie entschieden. Geil. Das sieht schon fett aus. Ja, das ist schwärzer, gell? Das ist, ja. Also das ist Foliatec. Das ist Plastidip. Wobei ich mochte das, dass es nicht ganz so schwarz ist. Ich finde, das ist grau. Ja, das ist grau. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Foliatec genommen habe, weil ich liebe es, wenn es dunkler ist, weil das ist böse, so. Du weißt, es ist dunkel. Ja. Aber jetzt gefällt dir auch, gell? Ja. Bad Boy. Ja? Ja, schon, aber ich mag grau. Ja, ich sehe es. Genug gelabert, los geht, wir backen weiter. Diesmal nämlich das Ganze zusammen. Hier rein, da, in diese Tasche, genau. Da sind also überall so Nase hier, also erst hier und dann da ins Gehäuse rein. Werde ich mir übrigens nochmal angucken, weil ich bis jetzt Gehirn von einem Fisch habe und nach 2 Tagen alles vergessen habe. Deswegen gut, dass wir das machen, kann jetzt jeder sozusagen Lexus Stand setzen. Und diese hässliche Scheiße werden wir mal wegmachen. Jetzt ist es einfach. Du siehst jetzt, der Kleber ist ganz weich geworden. Man kann das jetzt einfach hier so zusammendrücken. Und wir drücken das jetzt einfach schön wieder in die Fassung rein quasi. Ja, und jetzt einfach so drücken immer wieder da was. Ding. Und dann legst du nochmal rein vielleicht. Dann nochmal rein und damit er sich nochmal ein bisschen setzen kann. Also zweimal reicht sozusagen. Ja. Müssen die da reinklagen? Die müssen rein. Aber das Ding ist, das ist alles halt weich. Also du kannst es jetzt hier so. Ja, okay, verstehe. Das ist zweiter Gang und dann gucken wir auf das Ergebnis. Also wie lange machen wir den Backofen rein? 15 Minuten das erste Mal fast, also 10 bis 15 Minuten und jetzt nochmal ein paar Minuten. Würde ich sagen. Also erster Gang bei 100 Grad 15 Minuten, zweiter Gang 5 Minuten auch bei 100 Grad. So sieht das Ergebnis aus und wie das Ganze im eingebauten Zustand aussieht, werdet ihr dann auch demnächst sehen. Gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Tipps, wie man das Ganze noch besser macht, wie ihr das gemacht habt, lesen wir alles. Wie ihr seht, jeder Kommentar kommt bei uns rein und den lesen wir. Wie zum Beispiel dieser Mr. Tandori, dem bis jetzt Cut geklaut wurde. Bis bald, euer Rusak, ohne Polak, Drift Life unzensiert.